Heute nehmen wir euch auf unser bisher spontanstes Abenteuer mit. Innerhalb von 3 Tagen organisieren wir das Wichtigste, packen unser Equipment und reisen mit dem Zug nach Chamonix. Wir haben 16 Tage Zeit und wandern auf einer selbstgeplanten Trekkingtour vom Mont Blanc Massiv bis zum Matterhorn. Wir starten in Les und verbringen die ersten Tage auf der Tour de Mont Blanc. In Champex-Lac wechseln wir auf die Walkers Haute Route und folgen dem Trail bis nach Zermatt. 300 Kilometer mit mehr als 17.000 Höhenmetern warten auf uns. Viel Spaß mit diesem Video. Von dort sind wir heute Morgen gestartet. Auf der Zugfahrt konnten wir uns auf den ersten Tag auf dem Trail vorbereiten. 27 Kilometer stehen heute an. Unser Ziel ist die Biwak Area am Refugio della Balme. Danach schauen wir von Tag zu Tag, wie weit wir kommen oder wo es uns gefällt. Wir sind hier auf ungefähr 1700 Höhenmetern, ist heute auch der höchste Punkt unserer Tour. Und wir haben gerade gegessen und freuen uns jetzt, dass die Sonne noch mal ein bisschen rausgekommen ist. Ja, wir waren halt 27 Kilometer unterwegs und uns geht's super gut, haben den Tag genossen, sind froh hier zu sein und schauen jetzt mal, was die Nacht bringt. Ja, und morgen heißt es früh los. Das Gewitter bzw. der viele Regen, der steht uns bevor. Das heißt, wir wollen vor dem Wetter schon in unserem nächsten Ziel sein, wie auch immer das Ziel heißt. Ja, richtig. Wie der heutige Tag für uns verlaufen wird, hängt ganz vom Wetter ab. Je nach Regenmenge werden wir eine kurze Etappe planen müssen. Aber jetzt geht's erstmal bergauf. Gestern sind wir längere Zeit diesem Fluss stromaufwärts gefolgt und jetzt füllen wir in der Nähe der Quelle unsere Wasservorräte auf. Läuft, würde ich sagen. Guten Morgen. Es ist 9:18 Uhr. Wir sind seit 1,5 Stunden unterwegs und haben jetzt den Col de Bonhomme erreicht. Auf 2320 Metern. Hatten eine regenreiche Nacht, aber wir selber sind trocken geblieben. Und heute Morgen um 6:30 Uhr hat es aufgehört zu regnen und das war für uns der Grund, auch sofort alles zusammenzupacken, denn heute wird es häufiger regnen. Aber schaut euch das an. Das ist doch grandios. Dafür lohnt es sich doch, zeitig aufzustehen. Nach dem Col beginnt es zu regnen und es kühlt merklich ab. Wir entscheiden uns für die kurze Etappe, steigen nach Les Chapieux ab und schlagen unser Zelt am örtlichen Campingspot auf. Die Sonne kommt ein letztes Mal durch die Wolken und dann beginnt es richtig zu schütten. Bis spät in die Nacht kamen noch sehr viele Hiker an diesem kleinen Ort an. Abgesehen von den 30 Zelten auf der Camping Area und dem örtlichen Refugio, fragen wir uns, wo denn all die anderen Menschen ihre Nacht verbringen werden. Am nächsten Morgen wird uns einiges klar. Es herrscht bereits reges Treiben an der Camping Area. Zahlreiche Busse fahren vor und bringen all die Hiker vom Abend wieder zurück zum Trail. Wo haben die denn jetzt geschlafen? So, und heute Nacht haben wir irgendwo dort in diesem wolkenreichen Tal geschlafen. Es ist 11:22 Uhr und wir haben den ersten Col erreicht für heute, den Col de Seine. Wir sind jetzt, 3 Stunden bis hier nach oben gelaufen und ja, freuen uns sogar, dass die Sonne rauskommt. Es hatte etwas genieselt, es war wolkig, aber jetzt werden wir belohnt mit diesem fantastischen Ausblick. Die Nacht war extrem regnerisch, es hat die ganze Nacht durchgeregnet, es war so laut im Zelt und erst heute Morgen kurz vor 6 hat es aufgehört.
Die Chance haben wir dann genutzt, unsere Sachen zu packen und sind dann auch direkt los. Wie war der Aufstieg? Der war sehr beschwerlich, kalt, viel zu viele Menschen. Ja, man ist froh, um zu sein. Schon ziemlich geil. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das Wetter wird auch besser. Ja, die Aussichten sind gut, die Sonne ist da. So, kurzer Nachtrag noch. Das Wichtigste habe ich vergessen. Wir hatten eine Grenzüberschreitung. Wir sind jetzt nämlich in Italien. Ja, wer hätte es gedacht? Nächstes Land. Statt Bonjour gibt es jetzt Buongiorno. Die Aussicht ist immer noch geil. Die Sonne wird immer stärker und ja, wir beschreiten jetzt den weiteren Weg in Italien. Si sa, noi del Sud parliamo a voce alta. Si sa, noi del Sud facciamo discussione imposta. Siamo allergici alle strisce, di restare in fila non ci riesce neanche ai funerali. Si sa, noi del Sud leggiamo libri a stento. Si sa, noi del Sud collezioniamo caffè a scrocco. Imbattibili nel lancio di parole dai balconi. Siamo tesserati al Club delle Comari. Dieser Ort ist einfach nur schön und wir haben so viel Glück mit dem Wetter. Allerdings fällt es uns nicht leicht, zwischen den Mengen an Touristen Ruhe zu finden und unsere Aufmerksamkeit der Umgebung zu schenken. Es ist wirklich viel los und der Trail beginnt wieder mal nach Weichspüler zu riechen. Aber zurück zum Wesentlichen. Das Mont Blanc Massiv, ist das nicht der Hammer? Hallo. Wir haben für heute unser Nachtlager erreicht. Ein ganz toller Biwak-Spot mit Mont Blanc Sicht. Also super viel Glück, dass die Wolken sich heute so ein bisschen aufgelöst haben. Grandios, genial. Wir finden es super, wir freuen uns auf die Nacht. Wir hoffen natürlich noch mit dem Sonnenuntergang ein paar schöne Farbspiele mitzubekommen. Aber es ist hier wirklich großartig. Was hast du gerade gemacht? Die Route geschnappt. Womit? Mit meiner Nase. Gut. Hände gehen nicht, sind eingepackt. Die sind zu kalt, die merken nichts. Arschkalt ist es. Arschkalt ist es. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal lieber los. Ich friere auch Bitte. total. Ja. Ja, es war eine kalte Nacht. Und für uns bleibt sie auch wohl unvergesslich. Stundenlang wehte der Wind die Eiskristalle vom Bergmassiv gegen unsere Zeltwand und schenkte uns mit einer unverwechselbaren Geräuschkulisse das Gefühl, Teil dieses schönen Ortes sein zu dürfen. In diesem Abschnitt des Trails bestimmt wie so oft der Berg das Wetter. Der Wind nimmt zu, die Temperaturen fallen und unsere Jacken knistern durch den feinen Eisregen. Unser Ziel heute ist das Ende des Teils. Morgen in der Früh werden wir zum Grand Col Ferret aufsteigen. Der Pass markiert die Grenze zur Schweiz und Anfang August kann es hier gut und gerne auch mal schneien. Richtig. Geil. Und Schatzi, wir sind im Schneeregen. Windig. Eigentlich ist es windig. Man hat das Gefühl, man wird Sand gestrahlt. Jo, schönes Aber Feeling. wenn wir da hinten da um die Ecke gehen, ist es schon wieder vorbei. Noch 30, 40 Meter. Dann würde ich Dann gibt sagen, es keinen Schneeregen mehr. Vielleicht auch keinen Wind mehr. Aber das ist geil. das sieht richtig gut aus. So, eine kleine Roomtour.
so sieht's aus, weil man wegen schlechten Wetters, Wind, Sturm, Eisregen den restlichen Abend im Zelt verbringt. So, und jetzt wird gekocht. Was gibt's heute zu essen? Es gibt als erstes Mushroom Potatoes and Bacon. Das ist für mich. Und einmal Tuna Pasta. Danach gibt es eine große Portion Nudeln mit Erbsensuppe oder Frühlingssuppe. Weder noch, wir haben nur noch Gemüsebrühe. Und da draußen, da brennt das Feuerchen. Es rauscht. Kalt! Und Schatzi, wie schmeckt's dir? Sehr gut, ich dachte erst, ich brauche noch Salz. Aber der Schinken ist so salzig. Schmeckt sehr gut. Verdientes Omelett. Ein wirklich grandioser Morgen. Erst der Aufstieg im Schneetreiben zum Col, dann der zauberhafte Abstieg rein in die Schweiz. Für uns könnte der Tag hier schon enden. Allerdings haben wir erst 9 Kilometer geschafft und es warten weitere 22 auf uns. Das Ziel für heute ist der Campingplatz in Champex-Lac. Nach 5 Tagen und 137 Kilometern verlassen wir an dieser Stelle die Tour de Mont Blanc. Und auch wenn es wunderschön ist, wir haben gemischte Gefühle. Aus unserer Sicht ist die Region überlastet. Es sind sehr viele Menschen hier unterwegs. Solltet ihr planen, auf der TMB zu laufen, bucht eure Unterkünfte weit im Voraus. Bonjour from Switzerland. Wir sind hier am Champex-Lac. Wir haben die letzte Nacht am Campingplatz verbracht. Und hier ist ein ganz besonderer Ort. Wir werden nämlich die Tour de Mont Blanc hier verlassen und auf die Walkers Haute Route wechseln. Bedeutet, den Mont Blanc werden wir jetzt hinter uns lassen und werden uns jetzt höher ins Gebirge begeben.
Wir machen jetzt aber vorher nochmal einen Pausentag. Wir gehen heute nach Le Chablais, haben uns dort eine Unterkunft gebucht, wo wir auch mal Wäsche waschen können. Und was darf natürlich zum Frühstück nicht fehlen? Die Croissants. Die werden wir uns jetzt noch genehmigen hier in der Sonne. Und dann geht's los nach Le Chablais. Tut euch den Gefallen und bucht keine Angebote bei Agenturen, die euch trotz voller Hütten diese Tour inklusive Shuttle-Service bis zu weit abgelegenen Hotels verkaufen. Es ist euer Erlebnis, was dabei maximal leidet. Die 15 Kilometer bis nach Le Chablais sind im Grunde ein Spaziergang. Wir lassen uns Zeit, genießen die typische Schweizer Idylle und trocknen während einer Pause unser Zelt in der Sonne. L'amour aveugle A, celui qu'on se sert. C'est après les mômes qui commencent pour de vrai. Dans les débuts, c'est l'envie d'envie. On se promet tout et ça pour la vie. Les mots les plus doux, les projets d'avenir. Romance petit déj au réveil dans le lit. Très attentionné, attentionné. Au flair d'une grossesse, dans la tête ça chauffe sans cesse. Auf der Anreise nach Chamonix haben wir uns ein Resupply-Paket zum Hotel nach Le Chablais geschickt. Wir entnehmen, was wir brauchen und schicken den Rest weiter entlang des Trails nach Arolla, wo wir in ein paar Tagen vorbeikommen werden. Im Supermarkt ergänzen wir unsere Vorräte, so sind wir für die kommenden 3 bis 4 Tage gut versorgt. Jetzt freuen wir uns auf die Haute Route und sind gespannt, was der Trail ab jetzt für uns bereithält. Herzlich willkommen auf der Walkers Haute Route. Wir sind angekommen an der Cabagne Montfort. Die hat zu. Wir sind schon um 14 Uhr angekommen oder um 2:30 und haben jetzt ganz gemütlich den Nachmittag verbracht, Kaffee getrunken, ein bisschen was gegessen und genießen jetzt natürlich auch die Aussicht. Ihr seht, der Mont Blanc. Wir hoffen auch noch auf einen grandiosen Sonnenuntergang. Ja, heute der Weg war steil. Wir sind 1600 Meter nach oben gegangen. Temperaturen sind auch etwas wärmer, dementsprechend war es anstrengend, aber zumindest auf dem Weg keine Touristen. Also der Unterschied ist ganz klar erkennbar im Vergleich zur Tour de Mont Blanc. Allerdings finden wir hier im gesamten Gebiet zahlreiche Gondeln, Mountainbike-Trails. Also hier ist so einiges los. Das bedeutet auch, dass automatisch wieder ein paar mehr Menschen hier sind. Wir werden morgen früh an dieser Bergflanke entlang laufen und auf der anderen Seite weitergehen. Wir wissen noch nicht ganz genau, was uns erwartet, aber es wird mit Sicherheit gut und wir hoffen jetzt hier oben im Gebirge ein bisschen auf mehr Ruhe. Jo. Guten Morgen. Es ist
8:44 Uhr. Wir sind seit 2 Stunden unterwegs von unserer Schlafstätte am Montfort und sind jetzt am Col Termin auf ein bisschen mehr als 2600 Meter und sind jetzt die ganze Zeit der Bergflanke gefolgt, hatten einen fantastischen Blick immer noch auf den Mont Blanc und hatten gerade das große Glück, 10, 15 Steinböcke zu sehen, jeglicher Größe. Es war wirklich herrlich. Es lohnt sich, früh aufzustehen. Der Wecker hat bereits um 5 Uhr geklingelt. Bestes Wetter am Morgen, atemberaubende Ausblicke und zu guter Letzt noch Steinböcke. Grandios. Auf uns warten heute 4 Pässe, alle knapp unter 3000 Metern. Unser Ziel für heute ist eine nicht bewirtschaftete Kabane im Nationalpark. Dort können wir gegen eine Spende bivakieren. Da ist der Pass. 3000 Meter. Vielleicht. Da sind wir gerade runtergekommen. Jetzt geht es hier durch dieses Gletschertal. Oh. Dann irgendwie hier wieder hoch. Herzlich willkommen auf dem Col Palfleury. 2981 Meter, fast die 3000 geknackt. So, und wo sind wir hergekommen? Moment, an diesem See hier den Berg runtergekommen. Diesen Berg hier. Aber das Problem ist, dass es hier ganz anders aussieht. Achso, na aber doch, habe ich doch gezeigt. Diesen Berg sind wir heruntergekommen, an dem See vorbei und dann über diese ganzen Boulderfields einmal hier bis nach oben. Aber auch hier, Aussicht ist schon eigentlich Belohnung genug. Wir haben es, wie spät ist es? 13:23 Uhr. Wir sind seit 5 Stunden schon unterwegs und noch lange nicht am Ziel. Aber wir sind gut drauf, uns geht's gut. Weg ist krass, viele Steine, viele Boulder, aber dafür werden wir auch mit der Aussicht belohnt. Das frühe Aufstehen heute Morgen zahlt sich aus. Trotz der 4 Pässe und dem durchgehend unwegsamen Gelände über Boulder erreichen wir frühzeitig unser Ziel am Lac de Dies und können in Ruhe den Abend genießen.
Morgen. Es ist 7:53 Uhr. Wir sind gerade aufgebrochen. Unser Ziel ist Arolla. Dort werden wir dann auch unser zweites Versorgungspaket entgegennehmen. Wir freuen uns schon auf frischen Nachschub. Ja, und wir sind hier an einem See, der ist 5 Kilometer lang und bietet einen traumhaften Ausblick. Da wir uns hier in einem Schutzgebiet befinden, haben wir heute Nacht vor einer unbewirtschafteten Hütte geschlafen. Einen tollen Blick. Uns hat gestern Abend noch ein Steinbock besucht, den wir lange und ausgiebig beobachten konnten, wie er an einem Stein ein paar Mineralien gesnackt hat. Das ist schon krass, uns hier so nah zu sehen. Und wir hoffen natürlich, dass es nicht der letzte war. Ja, und wie immer haben wir heute viele Anstiege vor uns und viele Boulders. Aber wir haben Bock. Wir laufen uns jetzt auch so ein bisschen warm, bis es dann wirklich hoch und runter geht. Und dann sehen wir uns in Arolla. So, wir sind gestern da oben runtergekommen. Das war der letzte Pass gestern, einer von 4. Sind hier runter und dann steht hier die Hütte, an der wir unser Zelt aufgeschlagen haben. Das waren jetzt hier 5 Kilometer bis hierhin. Krass. Die Gletscher der Alpen schmelzen. Schnell. Wo sich heute Schmelzwasser sammelt, schlängelte sich vor kurzer Zeit der Gletscher entlang. Noch heute bietet die Haute-Route auch im Sommer Wanderern die Möglichkeit, nahe an den Gletschern zu laufen. Die abstrahlende Kälte dieser Riesen beeindruckt und ist immer noch imposant. So, und da haben wir das Matterhorn. Heute das erste Mal. Einen kleinen Teil. Eigentlich wollten wir über diesen Koll absteigen. Aber irgendwie haben wir auf der anderen Seite den Weg verpasst und sind stattdessen da oben an diesem Koll rausgekommen und sind jetzt hier gerade lang abgestiegen. Heute wird es eine kurze Etappe geben. Nach dem kleinen Ort Arolla folgt für uns der Abstieg auf 1400 Metern Höhe. Da wird es mit der Schlafplatzsuche schwierig. Aus diesem Grund entscheiden wir uns, eine Nacht auf dem höchstgelegenen Campingplatz Europas zu verbringen. Vielleicht ist unser Paket ja auch schon da. Guten Morgen! Bepackt mit frischem Baguette ziehen wir los, um ganz entspannt den 8 Kilometer langen Spaziergang ins Tal zu meistern. In Wirklichkeit versuchen wir, alle Kräfte am Morgen zu sparen. Denn unten angekommen kann es nur bergauf gehen, und zwar 1600 Meter am Stück. Selbstverständlich in der prallen Mittagssonne. Wir kommen heute Morgen aus Arolla, sind dann hier dieses Tal nach unten, haben hier für einen kurzen Kaffee angehalten und sind dann diesen gesamten Berg hier hoch. Man kann es gar nicht alles erkennen. 1600 Höhenmeter insgesamt. Und jetzt sind wir kurz vorm Pass und haben nur noch ein paar wenige Meter vor uns und sind fix und fertig.
Hier werden wir heute Nacht schlafen. Dann geht es morgen runter bis an den Damm, hinter diesem Berg entlang. Und dann sehen wir hier die Zigzags, die wir morgen nach oben gehen, um diesen Pass zu überwinden. Dahinter befindet sich Zinal. Das ist dann das morgige Ziel. Gute Nacht. Mitten in der Nacht ergreift eine heftige Windböe unser Zelt und zerrt lautstark am Material. Vor Schreck aus dem Schlaf gerissen, schnellen unsere Hände hoch, um das Zelt zu fixieren. Auf 2500 Metern Höhe bringt der Wind Eiskristalle mit und ein bekanntes, lautes Knistern beginnt erneut. 2 Stunden hält uns die Wetterfront auf Trab und wir sind gezwungen, unser Zelt mitten in der Nacht nachzuspannen. Guten Morgen! Wir sind jetzt am Lac de Mori, am Gletschersee. Der azurblaue See, den wir gestern Abend von oben gesehen haben. Und im Hintergrund der dazugehörige Gletscher, der Glacier de Mori. Ja, wir überqueren jetzt hier den Staudamm und werden dann gleich auf der gegenüberliegenden Seite den nächsten Pass erklimmen. Ja, wir sind motiviert, wir haben gut geschlafen. Und wir hatten eine stürmische Nacht. Es war gar nicht abzusehen. Zwischenzeitlich hat das Zelt ordentlich gewackelt, es hat ordentlich geregnet. Es gab sogar wieder ein bisschen Eisregen. Aber es ging zum Glück nicht die ganze Nacht, sondern, ja, keine Ahnung, vielleicht 1-2 Stunden. Haben alles gut überstanden, hatten einen traumhaften Zeltplatz. Sind jetzt hier noch unterwegs und genießen den Ausblick. So, wir haben dort geschlafen, an der Hütte unser Zelt aufgebaut und sind dann hier runter, halbe Stunde, haben dann hier den Damm überquert und sind jetzt schon ein ganzes Stück hier wieder hochgelaufen. Und da oben wird man jetzt wahrscheinlich nichts sehen, denn da gehen wir quasi in die Sonne rein. Aber wir sind gleich da. Der Abstieg nach Zinal ist geprägt von Skipisten, Cafés und Liftanlagen. Am späten Nachmittag braut sich ein großes Gewitter mit tosendem Donnern und hunderten Blitzen zusammen und hält uns auf dem Campingplatz bei Laune. Über diesen Col sind wir gestern abgestiegen. Hier entlang, hier den Berg runter. Und hier unten ist der Campingplatz. Und jetzt sind wir hier schon den gesamten Berghang nach oben. Es war eine gewitterige Nacht, die sehr viel Regen brachte. Da wir heute Morgen zügig los wollten, haben wir unser Equipment einfach nass eingepackt. Bei der ersten Möglichkeit machen wir eine Frühstückspause und legen unsere gesamte Sachen zum Trocknen in die Sonne. Da ist es, das Matterhorn. Zum 2. Mal auf dieser Tour. Das ist jetzt aber wirklich. Diesmal ja. Da geht's heute hin. Das ist der Pass. 2834. Check. Geschafft. Also steht da halt davor.
Heute möchten wir zum Ort Gruben, 1822 Metern, absteigen. Der kleine deutschsprachige Ort mit 135 Einwohnern ist im Winter von der Außenwelt abgeschnitten. Es gibt nur ein Hotel, keine Shops oder sonstige Supply-Möglichkeiten. Hallo. Den im Weg. Da sind wir gestern runtergekommen. Hier unten ins Tal gewandert, zum Ort Gruben. Der Tag beginnt wie so oft mit einem heftigen Anstieg. Auf 6 Kilometern geht es 1000 Meter ohne Schlenker und Schnörkel bergauf. Unser Pass heute, 2890. Sind gleich da. Das Wetter an diesem Morgen ist frisch und so können wir den Aufstieg relativ problemlos bewältigen. Wir sind scheinbar die Ersten an diesem Tage. Zumindest treffen wir keine anderen Hiker auf dem Weg und den Pass, den haben wir auch für uns allein. Perfekt. Geschafft. Boah, wir haben jetzt 9:30 Uhr in 2,5 Stunden 1000 Höhenmeter hoch auf dem Pass. Aber auch Höchstpunkt für diese Tour? Nee, für den Tag schon. Aber nach dem letzten Last Climb kommt natürlich auch the biggest descent on Tour heute. Hier geht's ordentlich runter. Der Trail führt uns jetzt bergab ins Mattertal auf 1100 Metern Höhe. Selbst im weitläufigen Blockgelände ist der Trail hier leicht ausgebaut und es ist relativ einfach zu laufen. Auch wenn es von weitem nicht so aussieht. Ja, das ist unser Weg. Macht wie immer Spaß. Oder? Auf jeden Fall. Und dann wartet dieser fantastische Ausblick ins Mattertal mit den imposanten Gipfeln auf uns. Wie üblich in den letzten Tagen braut sich am Nachmittag ein Gewitter zusammen. Einen ersten kräftigen Schauer warten wir ab und stellen uns unter. Das Gewitter eine Stunde später verhindert dann aber unsere heutige Ankunft am Campingplatz in Randa. Und so stranden wir für die Nacht am Pausenplatz im Nirgendwo. Randa, Stunde 10. Ja, Freunde, und dann ist es mal wieder soweit.
Wir finishen im Handumdrehen die letzten Kilometer bis nach Zermatt und sind angekommen. Welcome to Zermatt. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt da am Ende der Walkers Haute Route. Nur noch wenige Meter bis ins Zentrum. Wir sehen leider heute noch nicht das Matterhorn. Es ist gerade hinter den Wolken versteckt dort. Aber wir hoffen, dass wir morgen das Glück haben. Ja, wir sind heute wieder um 6 Uhr aufgestanden, haben früh unser Zelt eingepackt und haben dann jetzt noch mal einige Zeit in Tesch verbracht, haben lecker gefrühstückt. Wir wurden überschüttet mit Rührei, Speck und Croissants. Scheinbar hat man uns angesehen, dass wir ausgehungert sind. Und werden jetzt gleich nach Zermatt reinlaufen. Wir sind irgendwie traurig, irgendwie aber auch froh. In erster Linie freuen wir uns wie immer auf eine Dusche. Ja, und jetzt sind wir eben kurz vor Zermatt. Wir genießen ein bisschen die Aussicht. Ja, ein bisschen ist das Matterhorn zu erkennen, aber eigentlich, naja, nicht so richtig. Morgen vielleicht mehr. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über dein Like und abonniere gern den Kanal. Dann sehen wir uns zu einem neuen Abenteuer irgendwo da draußen wieder. Happy Trails und ciao!